Die Saison ist zu Ende. Das letzte Spiel ist vorbei. 4-2 gewonnen. Ja, es war sehr sentimental, es war sehr traurig, aber auch ein bisschen komisch, weil ich habe mich irgendwie gewundert, dazu kommen wir irgendwann später noch mal mit der Auflösung, warum Vinny Junior eigentlich nicht im Stadion war. Ich bin ein bisschen später reingekommen und ja, dazu gleich mehr. Wir gehen rein, Hala Madrid. Schön, dass ihr da dabei seid und ich hoffe natürlich, dass wir bald die 4.000 Follower erreicht haben. Wir sind knapp davor. Also, falls ihr mir noch nicht folgt, dann macht es jetzt. So, dann gehen wir mal rein. Ja, Dani Carvajal, Arbeloa, Alaba und Ceballos wurden verabschiedet, beziehungsweise natürlich David Alaba und Dani Carvajal am größten und vor allen Dingen die Legende Dani Carvajal. Ja, es war sehr sentimental und zum Spiel, muss ich zum Spiel eigentlich noch irgendwas sagen. 4-2 gewonnen, es war kein schönes Spiel, es war einfach so runtergespielt, aber gut, ich habe auch nichts anderes erwartet. Man konnte richtig sehen, die Fans waren so leise während des Spiels. Man merkt richtig, eigentlich sind sie wahrscheinlich alle nur gekommen wegen Alaba und Carvajal, weil anderweitig, wegen Arbeloa kann ich mir nicht vorstellen und wegen Ceballos auch nicht unbedingt, aber schon gar nicht wegen des Spiels, ne? Ich habe zwar gesagt im Vorfeld, vielleicht können wir endlich mal 4, 5, 6 Tore machen. Es wurden tatsächlich 4, aber es war nicht schön und ich bin froh, das muss man sagen. Ich komme auch noch mal zum Fazit gleich, ähm, dass, die Saison endlich zu Ende ist, weil, mit allen Katastrophen, Schlägereien, schlechte Spiele, also durchgehend sehr viel schlechte Spiele, einfach keine Lustlosigkeit, Gesappel hier, Gesappel da, was man natürlich nicht genau weiß, ob das stimmt und so weiter, ist die Saison zu Ende gegangen. Und leider mit dieser, sage ich mal, schlechten Saison musste David Alaba jetzt sich verabschieden und Dani Carvajal auch, ja. Ja, schöne Ansprache, noch mal sehr schön geredet. Alaba und auch natürlich ganz klar Carvajal. Ja, und das war schon sehr sentimental und ich finde sowas dann immer also, wenn ich da stehen würde, ne, ich wüsste gar nicht, ich glaube, das wäre auch selbst für mich dann irgendwann, wo so ein Moment kommt, wo man wirklich so 'n Kloß im Hals hat, wenn man den ja schon manchmal kommt drauf an, fast so mal, wenn man das sich so anschaut, selber hat. Und aber ja, es ist sehr traurig. Damit ist vor allen Dingen jetzt, was Dani Carvajal angeht, die letzte Legende, gegangen, also von den großen Letzten, wo wir alles mit gerissen haben, Meisterschaften, Champions League und so weiter, ist jetzt keiner mehr über. Also Ramos, CR7, wie sie alle heißen. Er war jetzt wirklich, also Kroos war ja als Letztes gegangen und jetzt als Dani Carvajal der letzte Große, der alles so mitgewonnen hat, 6-mal Champions League gewonnen und so weiter und so fort. Ich finde aber auch cool, dass die Fans das mit den Tischen, ich blende das jetzt alles nicht ein, weil ich das Bild eigentlich ganz cool finde, mit den Stuhltischen, mit den Stuhl, wo Alaba sich verabschiedet hat, finde ich schon sehr, die Geste war geil. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass sie das so mit ins Stadion bekommen haben, aber das ist in Madrid ein bisschen anders. Auf der anderen Seite lief ja das DFB-Pokalfinale, das Bayern übrigens gewonnen hat, aber ja, man konnte fast nicht sehen, weil das, wie soll ich sagen, das Stadion verraucht war. Das war mal kurz nebenbei, das war so ein bisschen abgesprochen mit den Fans, aber überlegt euch mal, habe ich mir gedacht, ähm, mein Kumpel hat das nämlich geschrieben, ich habe kurz umgeschaltet, wenn man sich überlegt, dass viele für das vielleicht sparen für das Finale oder überhaupt ganz schwer 'ne Karte bekommen und du sitzt da und du siehst nichts, weil die Fanleute da, die Ultras und so weiter, die kommen ganz anderweitig da rein und die sind ja schon mit dem Fanclub, also es war, also man kann das ja machen, wenn man Probleme, also mit dem DFB hat, aber man muss das nicht im Finale machen und das ist die Hälfte, haben so viel Geld ausgegeben, ja, und kommen da nicht rein. Allerdings sind natürlich Peanuts die Eintrittspreise, wenn man sich die NBA, ich bin ja auch noch 'n NBA-Fan, gucke ich, da fangen die Preise ab 4.000 $ an bis 200.000. Da sitzen also Leute, die richtig Money haben bei den Playoffs jetzt. Also, es ist alles schon ziemlich strange. Ja, auf jeden Fall, bevor ich abschweife, ja, ist Dani Carvajal. Vielen Dank auch an Alaba und Carvajal von mir. Natürlich können sie das nicht hören, aber das waren schon geile Zeiten. Wie gesagt, ich bin über 30 Jahre Real Madrid-Fan. Da haben wir einiges natürlich miterlebt. Ja, Verletzungen, Höhen und Tiefen. Natürlich mehr Höhen, die Tiefen sind jetzt da. Und ja, war sehr schön. Aber
Ich bin 'n bisschen spät nach Hause gekommen, weil wir hatten tatsächlich mal in Hamburg 28 Grad, richtig schön unterwegs gewesen mit Familie und, musste auch noch was einkaufen und so weiter, weil Feiertag hier ist. Und dann, ist mir aber aufgefallen, ich habe auch alles nachrecherchiert, bis ich das eben wie ist es jetzt nachts, ne, weil ich dann so NBA gucke, gleich fängt gleich an das Spiel, meine New York Knicks spielen, ja, habe ich das dann doch noch mal rausgefunden, aber da kommen wir gleich zu, weil mich hat das gewundert, dass Vinny Junior nicht da war. Und da habe ich dann schon wieder gedacht: „Sag mal, was ist das denn?“ Klar, er hat 'ne Pause bekommen, aber dann kann man doch trotzdem ins Stadion sein. Und ich war schon wieder, ja, so richtig auf Krawall und wollte hier so nach dem Motto mal was loslassen, aber er hatte wohl freigekriegt wegen also, er musste nach Brasilien. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes ist und hoffen wir mal, dass das auch wirklich was Wichtiges war. Es hört sich jetzt blöd an, dass man zweimal das hoffen, aber das ist so. Und, ja, dann kann man das natürlich, sage ich mal, dann muss man das machen, kann man das verschmerzen. Dass das natürlich genau, das ist das Komische, das hat so 'n Beigeschmack für mich, wenn denn das wirklich so ist, aber also, ich glaube, Vinny wäre sonst da gewesen, dass das genau an den Tag fällt, wo der letzte Spieltag ist, wo, David, Alaba verabschiedet und vor allen Dingen Dani Carvajal verabschiedet wird. Das ist schon 'n bisschen komisch. Natürlich wird er sich von den beiden schon hundertfach verabschiedet haben, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also, wir hoffen natürlich, Grüße nach Vinicius Junior, dass nichts irgendwie Schlimmes in Brasilien mit seiner Familie oder so ist. Das hoffen wir natürlich, weil warum sollte man sonst einfach mal schnell dahin und kriegt frei und wird abgemeldet im Endeffekt und dementsprechend ja. Ja, und noch mal so 'n Fazit zur Saison, ja. Da seht ihr, also 'n großes Fazit kann werde ich hier, ich habe ja die letzten Monate haben wir so viel darüber gesprochen und leider habe ich diesen Kanal so ich wollte das schon lange machen, aber, bis vor 4 Monaten erst angefangen und da fing eigentlich schon oder sind ja die Probleme schon lange da gewesen. Die laufen ja schon seit 1,5 Jahren, die laufen ja nicht erst seit Kurzem. Und, dementsprechend, ja, die letzten 1,5 Jahre könnte ich fast nehmen, aber ne, nehmen wir diese Saison, war eigentlich 'ne Katastrophe. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Wir sind Zweiter, geworden, aber das hilft natürlich. Wir sind Real Madrid, beste Club aller Zeiten und überhaupt. Ähm, 2. geworden mit Abstand, nach hinten, das von Barcelona leider, dann Pokal raus, Champions League im Viertelfinale, obwohl wir da noch die besten Spiele gemacht haben. Ähm, ja, und der Rest ist eigentlich, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, Action, Action, Ärzte, Verletzte, Diskussionen, Schlägereien, keine schönen Spiele und. Da könntest du 10 Sachen aufzählen oder 'ne ganze DIN A4 Seite vollschreiben mit Stress, Problem, bla bla bla. Und ja, jetzt gucken wir auf jeden Fall weiter. Und jetzt werden natürlich Videos kommen, denke ich mal, mit, Transfers, mit Gerüchten oder was heißt Gerüchten? Ich bin ja nicht immer so einer, der jetzt immer irgendwelche Clickbait oder tausendmal, in 7 Tagen, keine Ahnung, 4, 5 Mal jetzt irgendwie ähnliche Themen, dann lasse ich auch mal das ist auch mal so, ist ja normal. Man kann ja auch nicht jeden Tag erst was machen. Schon wäre natürlich geil, wenn man was hat. Wenn was wichtig ist, bin ich am Start. Sonst natürlich auch mal nicht jeden Tag, weil ich bin nicht einer, der sofort, wenn irgendwas ist, ne, also, den muss man nicht sofort, es ist immer so ein bisschen, ich gucke mir das immer eine ganze Weile an, erst mal abwarten und natürlich sind Gerüchte und dies und jenes, das wollen viele Leute sehen, hören und so weiter, ist natürlich klar. Kommt auch immer darauf an, was für ein Thema. Aber ich werde natürlich die WM auch, paar, Reviews machen zu den Spielen, vor allen Dingen zu der Türkei, weil ich auch türkische Freunde habe, also Grüße in die Türkei und, beziehungsweise Fans, Follower hier, habe sehr viele auch. Und natürlich deutsche Mannschaft, ob ich mal live gehe, werden wir mal gucken. Es muss auch immer passen, aber live werde ich auf jeden Fall wieder gehen zur neuen Saison hier bei Real Madrid. Das habe ich jetzt die letzten Spiele nicht mehr gemacht, weil ich gedacht habe: „Ja, okay.“ Und vor allen Dingen war ich also auch unterwegs, ne? Das muss man auch zeitlich schaffen. Ich habe auch viel zu tun nebenbei und, ja. Aber auf jeden Fall, ja, die Saison ist zu Ende, ein Glück, aber es ist schon sehr traurig und endet natürlich auch ein bisschen, ja, so ein bisschen mit den Tränen im Auge, dass Alaba weg ist jetzt und Dani Carvajal, aber das ist eben so. Und jetzt sind wir gespannt, sage ich mal, wer, jetzt kommt, was passiert, aber es muss was passieren. Ich habe natürlich
gehört und so. Wenn ein neuer Präsident kommt, will er Klopp holen. Er möchte Haaland holen. Wenn natürlich unser Präsident Perez bleibt, dann wird sich nicht so viel ändern. Und das Problem und die Angst habe ich auch. Das ist das Problem, was ich werde da noch mal ein Einzelvideo für mich drüber machen. Also, da werde ich noch mal machen, weil ich das Problem sehe, wenn so was passiert. So, also, für 'n gutes Thema, wieder für andere, die meinen, ne? Auf jeden Fall, das werde ich vielleicht noch mal ansprechen, weil ich habe das Gefühl, wenn nichts gegen Perez, es ist Papa Perez, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich bin einfach der Meinung, wenn er bleibt, wird sich nicht so viel ändern. Und ich glaube auch mit Mourinho, das wird stark anfangen, kann aber auch schnell nachlassen. Das ist so meine Meinung. Und deswegen, ja, müssen wir gucken. Ja, Freunde, das war's denn. Die Saison ist vorbei, aber wir bleiben natürlich hier voll am Start und folgt mir, liked dieses Video, Daumen nach oben und ja, macht gerne einen Super Thanks, lasst mir eine kleine Spende da, weil wir haben auch viel Arbeit und es ist viel zu tun. Wir wollen größer werden und da freue ich mich drauf. Ich freue mich schon so, dass in dieser kurzen Zeit von eigentlich 4 Monaten gerade 4.000 Follower schon am Start sind und ihr auch richtig cool schreibt hier immer und kommentiert, wie jetzt auch in diesem Video. Das freut mich. Ihr werdet es ja wieder mir erzählen, was ihr dazu sagt und dann würde ich sagen, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.